KI-Anwendungen können wir nachhaltiger gestalten, indem wir auf zwei Punkte Acht geben. Zum einen die Daten und zum anderen die Hardware. Die Daten deshalb, weil wir wissen alle, dass KI-Algorithmen ganz stark von einer guten Datenqualität, aber auch von einer großen Menge von Daten abhängig sind. Wir wissen auch, dass Datenspeichern CO2-Emissionen verursacht. Allein das Speichern der heutigen Daten in Deutschland verursacht mehr CO2 als der gesamte Luftverkehr, innerdeutsche Luftverkehr. Und nachhaltiger gestalten auf Hardware-Seite heißt, sowohl was die Komponenten betrifft, als auch die Gesamtsysteme, aber auch die Prozesse, die zu diesen Gesamtsystemen führen, müssen wir nachhaltiger gestalten. Und hier sind wir am Fraunhofer IES unterwegs mit größeren Projekten namens auch Green ICT, wo wir genau diese Fragestellungen adressieren. Um die Daten selber nachhaltiger zu gestalten, müssen wir auf den gesamten Lebenszyklus der Daten achten. Wir vergleichen das gerne mit dem Lebenszyklus bei Rohstoffen. Wenn wir uns den Aluminiumdeckel eines Joghurtbechers anschauen, dann ist er in seinem nächsten Leben, in Anführungszeichen, vielleicht Teil eines Kotflügels eines Autos. Was heißt es übersetzt in der Datenwelt? Wenn ich heute Daten aufnehme und sie für eine konkrete Anwendung brauche, kann ich sie danach wiederverwenden, recyceln oder kann ich sie löschen? Oder muss ich sie tatsächlich in demselben Kontext in einer nächsten Generation wieder einbringen? Algorithmen spielen eine zentrale Rolle im Gesamtlebenszyklus, sowohl bei der Aufnahme, aber auch insbesondere bei der Verwertung. Alle heutigen KI-Algorithmen selber sind in der Regel sehr speicherintensiv und sehr rechenintensiv. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir nicht nur schnelle Algorithmen erzeugen, sondern auch energiesparsame Algorithmen. Hardware grün zu gestalten, auch hier müssen wir auf vielfältige Punkte achten. Zum einen auf die Komponenten selber, das heißt die Chips selber, die möglichst effizient zu gestalten. Die Prozesse zum Herstellen der Chips effizient zu gestalten, aber auch dann den Betrieb selber nachhaltig zu gestalten. Das heißt, wo stehen die Computer, wie werden sie betrieben, mit welcher Intensität werden sie betrieben und dergleichen mehr. Und wir am Fraunhofer IES nehmen uns genau dieser Fragestellungen an. Wir entwickeln ein Großprojekt namens Green ICT, wo genau diese Fragestellungen alle betrachtet werden. Ja, wir machen mit unseren Smartphones ein Foto nach dem anderen, hunderte von Fotos von jeder Kleinigkeit. Und wenn ich heute ein Foto suche, dann finde ich es nicht mehr. Ich habe Unmengen an Fotos. Inzwischen gibt es natürlich Suchunterstützung. Wenn ich einen Kopf suche oder eine Landschaft suche, dann finde ich das. Aber wenn ich zum Beispiel mich in der Lederhose suche, dann gibt es keine Unterstützung bislang. Sondern genau da müssen wir ansetzen. Wenn man jetzt an Produktionsplanungsprozesse denkt oder an andere aus der Logistik, dann können wir nicht auf dieser groben Skala Kopf oder Hintergrund oder Landschaft adressieren, sondern müssen wir deutlich weiter ins Detail reingehen. Und wie schaffen wir es, hier Methoden zu entwickeln, die in dieser Detailliertheit Daten wiederfinden? Und auch hier sind wir stark am IES auch unterwegs. Die große Frage ist natürlich, wie viel Daten brauchen wir am Ende tatsächlich? Das heißt, und da komme ich jetzt nochmal auf den Gesamtlebenszyklus zurück, wir müssen uns am Ende fragen, welche Daten, die wir am Anfang reingesteckt haben, haben zu den Entscheidungen geführt, die wir am Ende getroffen haben. Und da muss ich nochmal rückblickend schauen, welche Daten hätte ich denn von Anfang an nur aufnehmen müssen? Welche hätte ich vielleicht gar nicht aufnehmen müssen? Ja, zweitens, die Daten, die ich aufgenommen habe, kann ich die tatsächlich in der nächsten Anwendung wiederverwenden? Auch diese Fragen sollten und müssen wir in diesem Kontext beantworten, um nachhaltig mit Daten umgehen zu können.